Ich habe keine Lust mehr, Deutsch zu lernen. Ich habe einfach keine Motivation. Und die Grammatik verstehe ich auch nicht. Und überhaupt, ich verbessere mich nicht. Die deutsche Sprache nervt mich richtig. Ich kann sie gerade einfach nicht mehr hören. Bist du gerade in so einer Situation? Beziehungsweise hast du auch die Motivation zum Deutschlernen verloren? Ich helfe dir mit diesem Video dabei, sie wiederzufinden und dich wieder fürs Deutschlernen zu motivieren. Zunächst einmal, es ist nicht das Ende der Welt, wenn du einmal eine Pause einlegst. Selbst die besten Athleten trainieren nicht permanent jeden Tag im Jahr. Jeder braucht mal eine kleine Pause, vor allem wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt. Wenn du also gerade an einem Punkt bist, wo du merkst, dass du keine Motivation oder Energie mehr zum Deutschlernen hast oder sogar noch schlimmer, dich die Sprache nervt und dein Frust wächst, leg alle Bücher zur Seite und mach mal eine kleine Deutschpause. Beschäftige dich einfach mit anderen Dingen. Geh spazieren, triff dich mit Freunden, genieß die letzten Sommertage in Deutschland, sofern du hier lebst. Streiche einmal das Thema Deutsch ganz aus deinem Kopf. Wichtig ist vor allem aber auch, dass du, wenn du das tust, du nicht immer wieder denkst, eigentlich sollte ich jetzt Deutsch lernen. Denn damit erzeugst du noch mehr Druck und das wiederum führt zu Stress. Und Stress ist das Letzte, was wir beim Lernen brauchen. Der Lernprozess soll dir nämlich vor allem Freude bereiten. So lernt man einfach am besten. Wenn du jetzt deine Pause gemacht hast und wieder bereit bist, weiter zu lernen oder sogar weiter lernen musst, dir aber die Motivation irgendwie immer noch fehlt, dann habe ich hier 5 Tipps für dich, wie du sie zurückgewinnen kannst. Erstens, alles beginnt im Kopf. Überprüfe einmal deine Gedanken zum Thema Deutschland und deutsche Sprache. Ganz oft hatte ich nämlich Schüler, die nicht besonders positiv zu diesem Thema eingestellt waren. Zum Beispiel haben sie gesagt, ich mag die deutsche Sprache nicht. Sie klingt so hart. Hier stelle ich dann immer die Gegenfrage. Ist das wirklich so? Klingt Deutsch wirklich so hart? Oder hast du diesen Satz irgendwo einmal gelesen oder gehört und ihn einfach für wahr deklariert, ohne wirklich darüber nachzudenken? Denn Deutsch ist eigentlich eine sehr poetische Sprache und sie ist sehr präzise. Sie ist zudem auch sehr wandelbar. Wir können immer wieder neue Worte kreieren und zusammenfügen. Sicher, Deutsch hat auch bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel den sogenannten Vokal-Neueinsatz, wo Wörter abgehackt voneinander gesprochen werden. Da klingt die Sprache etwas härter. Aber ebenso haben wir ein Phänomen, wo in bestimmten Satzstrukturen die Wörter ineinander fließen und die Sprache so auch viel weicher klingt. Auch der Satz, man braucht ein ganzes Leben, um Deutsch zu lernen und anderer solcher Weisheiten tragen dazu bei, die Sprache zu stigmatisieren, ihr also einen negativen Stempel aufzudrücken. Meine Empfehlung oder besser gesagt mein Wunsch für dich ist es daher, dass du Deutsch einmal bewusst aus einem anderen Blickwinkel betrachtest. Denn solange du eine negative Haltung zu der Sprache hast, wirst du sie auch nicht richtig lernen. Zweitens, erstelle dir selbst einen Lernplan, der dir Freude bereitet. Wenn du dich gerade in einem Deutsch-Lernloch befindest, dann zwinge dich nicht dazu, Grammatikbücher zu wälzen oder langweilige Lehrbücher zu lesen. Es sei denn natürlich, es macht dir Spaß. Fange zum Beispiel mit etwas an, das dir Freude bereitet und dir leicht fällt. Wenn du also gerne Romane liest, starte mit einem deutschen Buch, das zu deinem Sprachniveau passt. Wenn du Buchempfehlungen brauchst, verlinke ich ein Video zu diesem Thema hier oder unten in die Beschreibungsbox. Und wenn du gerne Filme schaust, stell dir die Sprache einfach auf Deutsch um. Oder wenn du ein Anime-Fan bist, schaue dir zum Beispiel One Piece oder Attack on Titan mit deutschen Synchronstimmen an. Interessierst du dich wiederum für das Thema Fitness, dann suche nach deutschen YouTubern, die Content in diesem Bereich produzieren. Und so weiter. Hier geht es einfach nur darum, dass du einen Raum zum Lernen schaffst, den du gerne betrittst. Und der Rest kommt dann ganz von alleine.
Du wirst merken, dass du ganz von selbst versuchen wirst, mehr zu verstehen und deinen Wortschatz zu erweitern. Ganz einfach, um dir selbst das Verständnis zu erleichtern. Ich habe zum Beispiel viele Videos zum Thema Investition geschaut, auf Englisch. Und mich hat es gestört, dass ich bei jedem dritten Satz im Video pausieren musste, um das Wort im Wörterbuch nachzuschlagen. Also habe ich mir einfach eine Liste der wichtigsten Begriffe gemacht, sie gelernt und es war danach auch viel einfacher und entspannter, den Videos zu folgen. Und so konnte ich mich dann auch auf den Inhalt konzentrieren, anstatt auf die Sprache. Drittens, richte deinen Fokus auf dein Ziel und stelle dir die wichtigsten Fragen. Zum Beispiel, warum lerne ich Deutsch? Welche Vorteile ergeben sich in meinem Leben dadurch? Wie möchte ich von Muttersprachlern in Deutschland wahrgenommen werden? Wie wachse ich persönlich durch meinen Lernprozess? Wo möchte ich in 2 Jahren sprachlich, beruflich und persönlich stehen? Und wie kann mir das Deutschlernen dabei helfen? Das sind alles essentielle Fragen, die dir dabei helfen, dich wieder selbst zu motivieren. Ein ehemaliger Schüler von mir hatte gar keine Motivation zum Deutschlernen, aber er wusste, dass er nur eine Beförderung bekommt, wenn er auch das B2-Niveau erreicht. Eine Beförderung bedeutete für ihn auch, mehr Geld zu bekommen und seine Traumposition in der Firma, in der er gearbeitet hat, zu besetzen. Seine Motivation war also karriereorientiert. Und plötzlich wurde Deutschlernen zu seiner Priorität. Und er war motiviert, weil er wusste, dass es ihm am Ende dabei hilft, sein Ziel zu erreichen. Und so war es dann auch. Nach der bestandenen B2-Prüfung wurde er befördert. Also finde ein Ziel, das dich antreibt, weiterzumachen. Dann wird dir das Lernen auch einfacher fallen. Tipp 4. Das ist kein wirklicher Tipp, aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Wenn du in Deutschland lebst und Deutsch sprichst, wirst du von deinem Umfeld anders wahrgenommen. Ich weiß, dass das hier ein Punkt ist, über den man sich streiten kann. Aber wenn jemand mir erzählt, dass er schon seit 5 Jahren in Deutschland lebt, aber kein Deutsch spricht, dann frage ich mich natürlicherweise, warum? Andere Muttersprachler stellen sich dann vielleicht weitere Fragen und machen sich sogar ein Bild über dich. Zum Beispiel denken sie vielleicht, diese Person ist nicht ambitioniert. Sie hat kein Interesse an unserer Kultur. Und auch viele weitere Gedanken werden den Leuten kommen, die vermutlich gar nicht stimmen, aber so sind wir Menschen nun mal. Wir kategorisieren gerne. Und das ist nicht nur ein Phänomen hier in Deutschland, sondern in so ziemlich jeder Kultur. Wenn man wiederum eine Person trifft, die in kurzer Zeit Deutsch gelernt hat und auf einem hohen Niveau spricht, dann vermittelt das natürlich auch ein positiveres Bild an die anderen. Sie denken daher vielleicht eher, diese Person ist kompetent, ambitioniert und sie ist fleißig, sie ist intelligent. Ich sage natürlich nicht, dass diese Gedanken oder Vorurteile gerechtfertigt sind. Aber, wie gesagt, Menschen denken nun einmal so und stecken gerne andere in Schubladen. Außerdem ist die gleiche Sprache zu sprechen ein gemeinsamer Nenner und schafft Vertrauen von der anderen Seite. Und so können dann wiederum auch Vorurteile abgebaut werden. Damit ist dann auch die Annäherung untereinander einfacher und man findet viel schneller Anschluss und knüpft einfacher Freundschaften, als wenn eine Sprachbarriere zwischen einem steht. Und nun zu meinem letzten Tipp. Mache deine schlechten Erfahrungen zum Antrieb für deinen Lernerfolg und deine Motivation. Was bedeutet das? Du hast zum Beispiel festgestellt, dass du in einem Gespräch mit einer sehr unhöflichen Person, zum Beispiel einem Kunden, nicht richtig und professionell auf Deutsch antworten konntest oder kontern konntest. Diese Situation hat dich wütend gemacht und du bist frustriert. Du fühlst dich schlecht und ungerecht behandelt und wenn du in deiner Muttersprache hättest sprechen können, hättest du dieser Person sachlich und professionell erklären können, dass der Fehler bei ihr liegt. Nun bist du frustriert und scherst vielleicht alle über einen Kamm mit dem Gedanken, das ist ja typisch deutsch oder alle Deutschen sind so.
Was natürlich nicht so ist. Wie in jeder Kultur gibt es auch in Deutschland nette und nicht so nette Menschen. Anstatt dich also über diese Situation oder Person zu ärgern, kannst du das als Anlass nehmen, dein Sprachwissen in diesem Bereich zu erweitern. Benutze deine negativen Erfahrungen, um zu sehen, wo du noch Schwachpunkte hast, und arbeite daran, damit du das nächste Mal mit erhobenem Haupt aus zum Beispiel einer Diskussion rausgehen kannst. Wenn deine Sprachkenntnisse begrenzt sind, dann sind andere, die die Sprache besser oder zu 100% beherrschen, immer im Vorteil. Das gilt nicht nur für Muttersprachler, sondern auch für andere Deutschlernende. Und die Frage ist, möchtest du, dass dieser eine Nachteil deinen Lebensweg ständig behindert und andere einfach nur aufgrund von Sprachkenntnissen scheinbar über dir stehen oder bevorzugt werden? Oder möchtest du mit den Menschen in deinem Umfeld in Zukunft auf einer Augenhöhe diskutieren und für dich selbst einstehen? Du entscheidest. Und hier zum Schluss noch ein kleiner Bonustipp. Mach die Augen zu und stelle dir immer wieder vor, wie dein ideales Leben aussieht. Entweder hier in Deutschland oder in deiner Heimat. Streiche einmal alle negativen Gedanken und alle scheinbaren Barrieren aus deinem Kopf. Und stelle dir vor, welche Türen sich durch den Erwerb der deutschen Sprache für dich öffnen könnten, und mach dir ein klares Bild davon, wie du dich fühlen wirst, wenn du all diese Ziele erreicht hast. Wie wirst du aussehen? Wie werden die Menschen in deinem Umfeld mit dir sprechen? Wie viel Geld wirst du verdienen? Wo wirst du wohnen? Wie wird dein Freundeskreis sein? Wenn du das immer wieder machst, wirst du automatisch so handeln, dass diese Vorstellung zur Realität wird. Und wenn dich das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt bist du dran. Setze dir ein Ziel, verbanne alle negativen Gedanken und mach dich an die Arbeit. Ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.